Ja, herzlich willkommen bei Eve Audio. Mein Name ist Roland Stenz, ich bin der Unternehmensinhaber und der Chefdesigner von Eve Audio. Heute nehmen wir die Gelegenheit wahr, die SC3070 im Detail vorzustellen und ich freue mich, dass wir die Kollegen von proaudio.de hier im Hause heute dazu da haben. Als erstes zeige ich euch den Größenvergleich zwischen der neuen 3070 und der 407. Die 407 ist ein 4-Wege-Lautsprecher mit einer Hochmitteltoneinheit, zwei 7 Zoll Woofern, während die 3070 ein kompakteres Modell ist mit demselben Hochmitteltonbereich und einem 7 Zoll Woofer. Insgesamt erlaubt diese Konstruktion einen wesentlich kompakteren Aufbau, sodass wir weniger Platz auf der Metabridge oder wo auch immer benötigen. Nun die 3070 im Detail. Die 3070 ist ein sehr kompakter 3-Wege-Monitor mit einem AirMotion-Transformer, mit einem 4 Zoll Mitteltöner, mit einem 7 Zoll Woofer und dem von Eve Audio bekannten Knopf in der Front, womit man wesentliche Parameter der Box einstellen kann. Obwohl die 3070 ein sehr kompaktes Gehäuse hat, überträgt sie doch einen sehr weiten Frequenzbereich, der so bei, nutzbar so bei 35 Hertz beginnt und bis zu 25 Kilohertz überträgt. Der AirMotion Transformer ist bei Eve Audio entwickelt und wird von unseren Partnern dann entsprechend produziert. Die gesamte finale Prüfung und auch das Final Assembling, wie es so schön heißt, also die Zusammenführen der Verstärkerbaugruppen mit den Gehäusen und so weiter, findet hier bei Eve Audio statt und natürlich auch ein 24-Stunden-Test, den wir üblicherweise machen mit den Produkten in dieser Preisklasse. Jetzt möchte ich die Funktion des Knopfes nochmal im Detail erklären. In der Front, wie gesagt, ein Drehknopf mit einer Druckknopffunktion und mit diesem Drehknopf kann man zum einen das Volumen der Box einstellen, sehr präzise, weil digital gesteuert, in 0,5 dB Schritten und man kann sie auch direkt auf 0 drehen. Wenn man die Box hinten einschaltet, an dem Hauptschalter oder im Zentralschalter von einem Studio, dann wird das Volumen dann nach dem Wiedereinschalten langsam hochgefahren bis zu dem vorher gewählten Punkt, sodass man also schnell zum Masterfader springen kann, falls da ein lautes Signal ist. Also man wird nicht überrascht, dass gleich so BAM das volle Musiksignal anliegt. Die 3070 an sich hat einen Bassreflexkanal auf der Rückseite. Das hat für mich den ganz klaren Vorteil, dass eben die Front nicht zerklüftet ist. Das heißt also, man hat auch nicht die Portresonanzen, die durchaus auch im Mitteltonbereich eine Rolle spielen. Die hat man nicht als zusätzliche Schallquelle in der Front. Das ist ein echter Vorteil. Und nun gibt es immer Diskussionen wegen wandnaher Aufstellung von Lautsprechern mit einem rückseitigen Bassreflexport. Da ist weniger Befürchtung notwendig, weil in dem Wellenlängenbereich, wo der Bassreflexport arbeitet, das sind in dem Falle so um die 40, 45 Hertz, sind die Wellenlängen so lang und dann ist es relativ egal, ob die Box 10 cm oder 40 cm weg ist von der Wand. Das spielt im Grunde genommen in der Basswiedergabe nicht die Rolle. In jedem Fall, wenn man einen Lautsprecher, egal von welchem Hersteller, in die Nähe von der Wand oder in die Nähe einer Ecke bringt, dann hat man eine Erhöhung des Pegels im Bassbereich und das ist eben ein physikalischer Fakt, der nicht zu vermeiden ist. Aber um diese Sachen, diese Effekte zu kompensieren, hat man von der Front die Möglichkeit, Schellfilter im Hochtonbereich, im Tieftonbereich einzustellen. Das geht ganz einfach, indem man einmal drückt und dann kann man das Filter auswählen und dann entsprechend den Pegel dieses Filters ändern. Also es gibt 3 Filter, das ist High-Shell-Filter, Low-Shell-Filter, es gibt einen Desktop-Filter. Wenn man den nach unten im Pegel dreht, dann hat man einen Desktop-Notch oder einen Notch-Filter so bei 160 Hertz. Wenn man dieses Filter, den Pegel hochdreht von diesem Filter, dann hat man einen Boost bei 80 Hertz. Das ist manchmal wünschenswert, wenn man in einem Raummoden-Minimum sitzt, der da gerade in dem wichtigen Bassbereich eine Rolle spielt, dass man dadurch wieder den Bass in Grenzen aufholen kann.
Ich sage in Grenzen, weil wenn man in einem Raummodenminimum sitzt, dann kann man eigentlich nicht so viel tun, weil 0 mal wie viel Energie auch immer ist dummerweise weiterhin 0. Auf der Rückseite befinden sich DIP-Schalter und diese DIP-Schalter haben im Wesentlichen 3 Funktionen. Es sind also 3 DIP-Schalter. Der erste DIP-Schalter erlaubt die Anpassung an einen Studiopegel. Wir haben im Wesentlichen 2 Studiopegelbereiche. Das ist einmal den Konsumerbereich und wir haben Studiopegel, wo teilweise bis zu 22 dBu an den Eingängen anliegen können. Und damit der Analog-Digital-Wandler, es ist hier einer von Burr Braun verwendet, ein sehr hochwertiger, und damit dieser AD-Wandler immer in dem optimalen Bereich läuft, haben wir die Möglichkeit gegeben, hinten den Eingangspegelbereich umschalten zu können, sodass der AD-Wandler, der Analog-Digital-Wandler, immer im optimalen Bereich läuft. Eine weitere Funktion ist umgesetzt mittels zweier DIP-Schalter. Einmal, dass man das gewählte Volume oder die gewählte Lautstärke feststellen kann, also locken kann, und dasselbe gilt für die gewählten Filter. Das heißt also, man kann zum Beispiel die Filterfunktion oder die Filterfunktion disablen oder locken. Das heißt, man hat von der Front nicht mehr die Möglichkeit, die Filter zu verändern. Das hat einen Vorteil insofern, wenn man also jetzt mehrere Nutzer im Studio hat. Einmal sind die Monitore eingestellt worden auf eine bestimmte Filterkurve und dann kann man das hinten locken und dann kann man die von vorne eben nicht mehr einfach verändern, und das macht eben den Mix am Ende auch sicher. Wie schon erwähnt, ist es ein 3-Wege-Design, das heißt, die Filtersektion durch ein DSP ausgeführt, liefert 3 verschiedene Wege für die 3 verschiedenen Woofer. Die Frequenzen, die Übergangsfrequenzen liegen hier so für den Woofer zum Mitteltöner so bei 200, 300 Hertz, zwischen dem Mitteltöner und dem Hochtöner so bei 2 Kilohertz, 2,2 Kilohertz. Das erlaubt eine gute Directivity in sowohl horizontaler als auch vertikaler Ebene. Als Verstärker sind PWM-Verstärker verwendet. Das ist sozusagen, oder das ist Class D, erlaubt relativ niedrige Wärmeentwicklung, was im Studio durchaus eine Rolle spielt. Und zum anderen haben wir natürlich darauf geachtet, dass wir ein Low-Distortion-Design verwenden. Also es wurden Verstärkerbauteile verwendet, die eben wirklich Class D in hervorragender Qualität liefern. Andererseits würde es natürlich auch keinen Sinn ergeben. Die Leistung hinter den einzelnen Chassis ist für den Woofer 150 Watt und Mitteltöner und Hochtöner haben nominell auch die Verstärkerbausteine dahinter, aber natürlich durch Limiter begrenzt, um eine Zerstörung der Chassis und der Verstärker zu verhindern. Generell war es uns bei der Entwicklung der SC3070 wie auch aller anderen Monitore ganz wichtig, dass das Verhalten wie bei einem ganz normalen analogen Studiomonitor sein soll. Das heißt, der Kunde hat die Möglichkeit, die Box einzuschalten, egal wo, ob am Zentralschalter des Studios oder hinten mittels Hauptschalter. In jedem Fall kann man die Box ausschalten oder in jedem Betriebszustand kann man die Box ausschalten, wieder einschalten. Es gehen keine Daten verloren. Also die Implementierung der Software, der Bedienerführung ist so gemacht, dass es eben wie ein normaler analoger Studiomonitor sich verhält. Man dreht am Volume und sofort ist es hörbar, der Effekt. Dasselbe gilt für die Filter. Das macht die Handhabung auch sehr einfach. Also es ist kein Software-Update nötig oder ein Enter-Button oder wenn plötzlich die Stromzufuhr unterbrochen ist, dass dann man Angst haben muss, dass irgendwelche Settings verloren gehen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist wie ein normaler Monitor: einschalten, Volume wählen, Musik hören und sich daran erfreuen. Am Ende möchte ich euch natürlich ein komplettes Pärchen von der SC3070 zeigen. Ihr seht, die Gehäuse sind spiegelsymmetrisch aufgebaut und die Empfehlung ist, die Hoch-Mittelton-Sektion nach innen zu tun, sodass man ein möglichst homogenes Stereo-Abbild erzeugt, was eben auch sehr präzise in der Ortung ist und auch in der Tiefenstaffelung die besten Ergebnisse liefert.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid interessiert an dem Produkt. Es wird bei proaudio.de einen Test zu diesem Modell geben und ich möchte mich ganz herzlich fürs Zusehen bedanken und hoffe, euch bald wiedersehen zu können.